Hallo, reden wir etwas über Bildsprache. Bildsprache für die christliche Gemeinde. Vor einiger Zeit habe ich ein Video erstellt, worin ich der Frage nachgegangen bin, ob die heutige Gemeinde korrekt beschrieben wird mit dem Bild einer Braut. Also die Gemeinde, die Braut und Christus, der Bräutigam. Und ich habe das Video versucht einfach zu halten, und nachdem ich das veröffentlicht hatte, erhielt ich verschiedene Fragen speziell zu einer Bibelstelle, die ich gar nicht erwähnt hatte. Und diese Bibelstelle findet sich in Epheser Kapitel 5. Und darüber reden wir in diesem Video. Und die Frage ist jetzt die Gemeinde Braut oder Körper? Die Idee einer Hochzeit, also dass die Gemeinde, die heutige Gemeinde, die Braut sei und ein Hochzeitsfest vor sich hat, die Idee ist rasend populär. Und verständlich. Ich verstehe das wirklich, denn es ist toll, wenn man noch so etwas wie ein Fest vor sich hat, dass man sich darauf Vorfreude entwickeln kann, dass man Leute einladen kann und so und sagt, oh, wir gehen einem riesigen Mega-Fest entgegen. Und das ist eine Idee, die beflügelt, die beruhigt, die freudig stimmt, die Tiefe verleiht an vielleicht abstrakten Begriffen. Und deswegen ist das eine populäre Idee. Aber stimmt sie? Insbesondere ist die Frage nicht, wie man etwas darstellen darf, denn man darf denken, was man will, jederzeit. Und ich kann dir auch nicht sagen, was du denken sollst oder lassen sollst. Aber wenn du denkst, dass die Idee einer Hochzeit durch die Bibel begründet wird für die Gemeinde, dann denke ich, dass das nicht stimmt. Und darüber reden wir hier. Also ich habe in einem ersten Video bereits erklärt, dass der Ausdruck einer Braut, diese Idee und von einer Hochzeit, bereits im Alten Testament genannt wird, und zwar auf Israel angewendet wird und im Neuen Testament neu aufgegriffen wird und da ebenfalls nur von Israel spricht. Die Gemeinde hat keine Hochzeit vor sich, weil die Gemeinde bereits in Gemeinschaft mit Christus steht. Und wer von einer Hochzeit spricht, platziert die Gemeinschaft in eine ferne oder in eine weitere Zukunft. Und das heißt, haben wir jetzt Gemeinschaft mit Christus und gleichzeitig sind wir Braut, naja, dann haben wir vielleicht so etwas wie eine außereheliche Gemeinschaft mit Christus. Und das ist genau das, was viele im alltäglichen Leben auf keinen Fall wollen. Kein Sex vor der Ehe, nichts für dergleichen. Aber mit Christus, klar, wir haben jetzt Gemeinschaft und die Hochzeit kommt noch. Die Hochzeit ist dann so etwas wie eine Afterparty. Und wenn das tatsächlich so geglaubt wird, dann ist dahinter sehr vermutlich eine gute Absicht, aber sie lässt sich aus der Bibel nicht begründen. Also ich habe dazu bereits ein Video gemacht. In der Beschreibung befindet sich ein Link. Schaut euch dieses Video vielleicht zuerst an, denn nach diesem ersten Video kamen einige Rückmeldungen und Fragen, aber wie ist es dann mit Epheser Kapitel 5? Da spricht Paulus doch auch von der Gemeinschaft im Sinne von Braut und Bräutigam. Und ich denke, dass das nicht stimmt. Das war für mich so selbstverständlich, dass das nicht zutrifft, dass ich diese Bibelstelle gar nicht erwähnt habe. Aber hier in diesem Video möchte ich deswegen genau diese Bibelstelle in Epheser Kapitel 5 näher betrachten. Also, schauen wir hin. Es wird spannend. Die Gemeinde. Ist die Gemeinde Braut oder Körper? Das ist das Thema und wir richten uns hier speziell auf den Ausdruck Braut. Und es gibt ja bereits ein anderes Video, darauf habe ich bereits hingewiesen. Und speziell geht es hier um Epheser Kapitel 5. Also was ist jetzt mit Epheser 5? Das war die Reaktion auf das erste Video und darüber rede ich hier. In Epheser 5,
Da heißt es, deshalb wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich seiner Frau anschließen, und die zwei werden wie ein Fleisch sein. Und dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die herausgerufene Gemeinde. Also man liest hier von Mann, von Frau, von Christus und Gemeinde, und Mann und Frau sind Abbild von Christus und Gemeinde. Aber es ist auch etwas anderes hier. Und zwar in diesem Zitat, es ist ein Zitat aus dem ersten Buch Mose, da heißt es, die zwei werden wie ein Fleisch sein. Und ich kann verstehen, dass man sagt, hey, das spricht ja von einer Zukunft. Und das stimmt auch, wenn man diesen Text, dieses Zitat völlig losgelöst vom Kontext liest. Die werden wie ein Fleisch sein. Also, ja, Zukunft und so, Mann und Frau und so, und dann ist das noch so etwas wie Braut und Bräutigam. Die werden erst. Die sind noch nicht, die werden erst. Aber das ist nicht die Situation, wovon Paulus spricht. Und dies hier ist ein Zitat aus dem ersten Buch Mose, was wieder herbeigezogen wird, um eine bereits bestehende Gemeinschaft zu definieren. Er schreibt in Kapitel 5 vom Epheserbrief Folgendes. Er schreibt da von einem Lebenswandel, denn Epheser 1 bis 3 ist so lehrmäßig orientiert und Epheser 4 bis 6 spricht dann von dem Lebenswandel im Herrn, und das ist sozusagen der Ausfluss, die logische Auswirkung der Lehre, der Verkündigung des Evangeliums. Und hier schreibt Paulus jetzt in Kapitel 5, als geliebte Kinder, werdet nun Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe, so wie auch Christus euch liebt und sich selbst für uns als Darbringung und Opfer dahingegeben hat. Und das war, also diese Tat von Christus, war zu einem duftenden Wohlgeruch. Also man kann dabei denken an dem Rauchopfer im Tempel, und der Rauch kostbarer Gewürze stieg zu Gott hinauf. Also das war wie ein duftenden Wohlgeruch, der zu Gott hinaufstieg und so. Und das ist das, was Christus tat. Das war auch ein Vergleich wieder. Und dann überhüpfe ich einige Verse und sage dann in Vers 15, da heißt es, gebt daher Obacht, Brüder, wie ihr genau wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und daraus wird klar, er spricht nicht eine einzelne Person an, sondern spricht darüber, wie ihr genau wandelt. Und es geht erneut um Wandel, nämlich um Lebenswandel, der Ausfluss des Denkens im Handeln. Und das sind so die einführenden Verse von Epheser 5. Und in diesen Versen läuft es noch ein paar Verse weiter, und dann heißt es dort, dass man sich in der Gemeinde einander unterordnen sollte in der Ehrfurcht Christi. Also die gegenseitige Unterordnung. Und das ist alles Einführung. Also von Epheser 5, Vers 1 bis Vers 21 geht es allgemein um die Gemeinde und wie man sich im neuen Leben bewährt. Und dann wird ein Beispiel eingeschoben. Es geht um den Lebenswandel, und das Thema ist Lebenswandel und die Art der Gemeinschaft. Das Thema ist also nicht eine bevorstehende Hochzeit, sondern spricht von einer bereits bestehenden Gemeinschaft, nämlich in einem Beispiel einer Ehe. Es sagt nicht, dass jeder verheiratet ist, sondern in einer Ehe, ganz allgemein gesprochen, findet sich eine praktische Darstellung dieser Gemeinschaft. Und worin besteht diese Gemeinschaft? Wie zeigt sich darin, dass man Nachahmer Gottes ist und in Liebe wandelt? Und so kommt es im Epheser-Beispiel zu einer Betonung der Gemeinschaft anhand von einem Beispiel der Ehe. Und Paulus spricht von Mann und Frau und eben nicht von Braut und Bräutigam. Mann und Frau verweist nach einer Situation in der Ehe, während Braut und Bräutigam noch überhaupt nicht verheiratet sind. Sie sind überhaupt nicht in Gemeinschaft miteinander. Sie haben nicht die gleichen Pflichten.
Sie haben nur ein Fest vor sich, um dann eine Gemeinschaft aufzubauen gemeinsam. Aber Paulus spricht nicht von Braut und Bräutigam, sondern von Mann und Frau. Und dabei sollte man sich einen wichtigen Grundsatz in der Bibelauslegung stets vor Augen halten. Wird ein Beispiel zitiert, dann wird damit das Thema erklärt. Oder mit anderen Worten, die Bildsprache des Beispiels ist nicht das Thema. Also wenn jetzt Mann und Frau zitiert werden, dann ist das ein Beispiel für die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft und der Lebenswandel und wie man sich gegenseitig verhält, das ist das Thema in Epheser 5. Und das Beispiel ist nicht das Thema. Es geht nicht darum, eine Ehe zu erklären, auch wenn ich weiß, dass das gerne dafür zitiert wird. Paulus nimmt das nicht als Anlass, über die Ehe zu referieren, sondern nennt die Ehe als Beispiel, um über Gemeinschaft allgemein zu reden. Und Paulus erklärt die Ehe, also das Verhältnis zwischen Mann und Frau, anhand von zwei Dingen. Er spricht von der Frau, er spricht vom Mann. Er spricht von der Unterordnung der Frau, nur 3 Verse, und er spricht von der Schuldigkeit des Mannes. Und das sind 5 Verse, das ist viel mehr Text, da hat er viel mehr Mühe damit, das kohärent auszulegen. Also 2 Dinge, Unterordnung und Schuldigkeit, Mann und Frau. Und es geht hier also nicht darum, eine Unterordnung der Frau zu begründen, einzuführen, sondern beide sind Ausdruck von Gemeinschaft. Paulus geht es nicht um die Unterordnung, es geht ihm nicht um die Schuldigkeit, ihm geht es darum, wie Mann und Frau das übergeordnete Thema Gemeinschaft ausleben. Er zeigt mit dem Beispiel, wie Mann und Frau gegenseitig aufeinander bezogen sind. Also Paulus introduziert keine Hierarchien, keine Abstufungen. Er stuft die Frau nicht ab, er hält sie nicht zur Unterordnung an, ebenso wenig wie dass er sagt, dass Männer sich immer schuldig fühlen müssen. Es geht hier also nicht um Unterordnung, es geht hier nicht um Schuldigkeit, es geht hier um eine Gemeinschaft und das Beispiel erklärt, wie Mann und Frau in einer Ehe nicht sich selbst im Zentrum stellen, sondern auf das Gegenüber bezogen sind. Und dieses Beispiel der Ehe wendet Paulus jetzt auf die Gemeinde an und sagt, ähnlich wie auch Christus die herausgerufene Gemeinde ernährt und hegt, das kommt aus dem Kontext, denn wir sind Glieder seiner Körperschaft. Also wenn man jetzt denkt an Mann und Frau und Unterordnung, dann müsste hier eigentlich stehen, so wie auch Christus die herausgerufene Gemeinde unter die Knute hält. Aber das steht nicht da. Christus ernährt und hegt die herausgerufene Gemeinde, denn wir sind Glieder seiner Körperschaft. Wir gehören zu seinem Körper. Und erst wenn er das gesagt hat, kommt es zu einem Zitat aus dem ersten Buch Mose, worin es heißt, dass Mann und Frau ein Fleisch sein werden. Aber das ist jetzt wie ein Rückblick auf eine Situation, die bereits durch eine Gemeinschaft abgeschlossen und realisiert wurde. Das übergeordnete Thema wird im Text weiterentwickelt. Es gibt eine Startposition, dann spricht er über den Lebenswandel, dann folgt das Beispiel zwischen Mann und Frau und am Schluss spricht er von dem Geheimnis, nämlich von der Art der Gemeinschaft bezogen auf Christus und die Gemeinde. Also das übergeordnete Thema findet sich überall. Es geht nicht um eine Hochzeit, es geht nicht um Braut und Bräutigam, sondern es geht um Lebenswandel, abgebildet durch eine bereits vollzogene Ehe, worin Mann und Frau gegenseitig
das Gute für den Partner wünschen und umsetzen. Ist die Gemeinde jetzt die Braut und ist das Thema im Epheserbrief? Nein, ist es nicht. Die Stelle im Epheser Kapitel 5 spricht nirgendwo von einer Braut. Sie spricht von Christus, sie spricht von der Gemeinde, sie spricht aber von Mann und Frau als in einer Ehe, und die Ehe ist ein Zeichen der Gemeinschaft, die bereits stattfindet. Und das kann bei Braut und Bräutigam gar nicht der Fall sein. Ja, also diese Idee, dass Epheser 5 vom Braut und Bräutigam spricht, die muss zuerst über den Text hinübergestülpt werden, wonach es daraus gelesen wird. Es ist also eine Projektion auf den Text, wenn man fragt, aber wie ist es jetzt mit Epheser 5? Und mit dieser Projektion war man sehr vertraut und das kann alles logisch sein und verständlich. Aber wenn man prüft, dann muss man schauen, was steht im Text. Und im Text ist zuerst einmal ganz klar, dass von Braut und Bräutigam überhaupt keine Rede ist. Und das sollte eigentlich hellhörig machen, dass hier vielleicht eine Interpretation über die Schrift hinübergestülpt wird und etwas anderes steht da. Also was tatsächlich da steht, das ist Gemeinschaft. Und wir haben das jetzt angeschaut, angefangen bei den ersten Versen im Epheserbrief und bis hin zu den letzten Versen vom Kapitel. Es geht durchgehend um das gleiche Thema, nämlich Gemeinschaft, das auch abgebildet wurde in der Ehe. Und diese Gemeinschaft in der Ehe war auch das Ziel, wozu sie gegeben war. Denn die Ehe war gegeben, und das ist das Zitat aus dem ersten Buch Mose, damit Mann und Frau ein Fleisch werden. Und das ist genau das, was Paulus beschreibt. Mann und Frau sind in der Ehe aufeinander bezogen, und so ist es auch mit Christus. Christus ist auf die Gemeinde bezogen und als Gemeinde können wir auf Christus bezogen sein. Und das ist echte Gemeinschaft und keine außereheliche Beziehung.